Braucht man einen Profi-Hintergrund für seine Anlage? Eine interessante Frage, mit der wir für unsere neue H0E-Anlage konfrontiert waren und die wir im Laufe des Videos zumindest aus unserer Sicht beantworten. Wir sehen uns den gewählten Hintergrund genauer an, bauen ein Montagegestell aus Gewindestangen, schneiden die Polystyrolplatten und fixieren diese über Magneten. So bleibt er abnehmbar. Hallo und willkommen bei der MOBA Manufaktur. Da wir bei unserer H0-Anlage sehr mit dem Hintergrund von modellbaning.de zufrieden sind, habe ich mich auch diesmal bei Christian umgesehen und natürlich bin ich fündig geworden. Auch sind es wieder die selbsttragenden Polystyrolplatten, 2 Segmente mit den Abmessungen 1,50 Meter x 50 cm. Die Platten lassen sich hervorragend um Kurven führen, genau das nutzen wir diesmal, um unserer neuen H0E-Anlage einen ganz besonderen Look zu verpassen, denn gerade kann jeder. Der Hintergrund nennt sich Schweiz Engadin Teil 1. Obwohl ein Schweizer Motiv, passt es mit der Bergkulisse, der Burg und den Bergdörfern hervorragend zu unserem Stil. Ihr wollt auch so einen genialen Hintergrund? Schaut doch mal beim modellbaning.de vorbei und nutzt den eingeblendeten Promotion Code. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Hintergründe. Und wenn wir so bei Christians Homepage durchscrollen, ist da wirklich für jeden Geschmack und für jedes Anlagenthema ein passendes Motiv zur Auswahl. Natürlich sind auch Sonderanfertigungen möglich. Ihr findet alle Informationen, Link, Rabattcode und so weiter auch nochmal in der Videobeschreibung. Diesmal möchten wir das tragende Gestell für den Hintergrund nicht mehr aus Holz bauen, sondern wir nutzen Gewindestangen. Sollten wir mit dieser Anlage mal auf eine Ausstellung fahren, kann das alles abgeschraubt werden. So passt es dann auch in den Kofferraum. Wir schneiden erst Holzblöcke aus einer Dreischichtplatte, bohren die Löcher für die Gewindestangen und nutzen Einschlagmuttern für die Schraubverbindung. Die M8 Gewindestangen haben eine Länge von 2 Metern und werden mit der Flex- und Trennscheibe passend zugeschnitten. Am Schleifbock werden sie entgratet und getestet, ob sich eine Mutter sauber drauf schrauben lässt.
Die Anlage ist mit einer Tiefe von 70 cm nicht sehr groß. Deshalb stutzen wir im Schattenbahnhof die überflüssige Grundplatte. So gewinnen wir nochmals ca. 5 cm im vorderen Bereich. Der Hintergrund ist dann zugleich die Trennwand von Schattenbahnhof und sichtbarer Landschaft. Zuerst schneiden wir das Neopren und versetzen ein paar Schrauben. Dann nutze ich ein Multitool zum Absägen. Ein Anschlag hilft hier, eine saubere Linie zu bekommen. Gerade kann jeder. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Diesen Gedanken haben wir ein wenig kreisen lassen und uns entschieden, mal was anderes auszuprobieren, nämlich einen geschwungenen Verlauf des Hintergrundes. Dadurch kann sich die Brückenstrecke optisch etwas vom Bahnhofsbereich abgrenzen. Testweise bauen wir mal alles mit Spannzwingen und Wäscheklammern auf. Alles passend ausgerichtet, na dann können wir die Gewinnenstangenhalter mit dem Rahmen verschrauben. Dazu wird nach Möglichkeit vorgebohrt und dementsprechend Holzschrauben gesetzt. Um den Polystyrolplatten eine saubere Auflage und Führung zu geben, positionieren wir kleine Haltewinkel. Nun müssen wir die Gleistrassen ausschneiden. Das geht auch relativ einfach. Mit einer Schere wird mal vorgeschnitten, nur so dass die Platten komplett aufliegen. Dies ermöglicht das Anzeichnen der finalen Durchfahrtshöhe. Auf der Werkbank wird dann per Stahllineal und Teppichmesser fertig geschnitten und durch Drüberstreifen der Klinge entgratet. Die längsten Wagen, in diesem Fall ein Steuerwagen der Pinzgaubahn, geben die Breite vor. Gut, dass ich getestet habe, in der Kurve hätte ich das durchaus unterschätzt.
Von der Hausrenovierung haben wir noch einen Lasernivellier. Dieser wird genutzt, um die Anlage in die Waage zu richten, danach die Gewindestangen auf gleiches Lasermaß eingeschraubt und bei der Einschlagmutter gekontert. Zusätzlich wird dann jede einzelne Gewindestange noch mit der Wasserwaage kontrolliert und durch leichtes Biegen ausgerichtet. Die Hintergrundplatten sollen oben an den Gewindestangen magnetisch gehalten werden. So muss man keine Schrauben oder Löcher in den Platten machen. Das Magnetband ist selbstklebend und wird in kurze Streifen geschnitten. An jede markierte Position einer Gewindestange wird so ein Streifen geklebt. Im letzten Jahr haben wir irgendwo mal mitbekommen, dass jemand gejammert hat, dass die Magnetstreifen zu wenig halten. Naja, die Lösung in Form von Gewebe oder Panzertape ist eigentlich ganz einfach. Man könnte die Platten oben ganz einfach mit einem Winkel führen oder festklemmen, aber das ist uns nicht abnehmbar genug. Somit brauchen wir ein Gegenstück zu den Magnetstreifen. Das bauen wir wieder per kleinem Winkel. Wir bohren diesen mit 8,5er Bohrer auf, dass er auf die Gewindestange passt. Den Magnet verschrauben wir mit M3-Schrauben und einem Mini-Tropfen Gewindesicherung. Diese Halterung kommt dann auf die Gewindestangen und wird zwischen zwei Muttern gekontert. Simpel, aber hält bombenfest. Für den Übergang zwischen den zwei Segmentplatten bauen wir noch eine etwas größere abnehmbare Magnetplatte. Diese Platte hilft, einen sauberen Übergang zu schaffen. Zusätzlich werden die zwei Gewindestangen beim Übergang mit einer gekonterten Spange zueinander ausgerichtet. So gelingt der perfekte Übergang und auch ein Verrutschen ist eher ausgeschlossen. Wie schon erwähnt, würden wir mit dieser Anlage gerne mal auf eine Ausstellung fahren. Zum Beispiel die Modellbaumesse Ried im Innkreis oder am Chiemsee die Welt der kleinen Bahnen, sofern da überhaupt H0E willkommen ist. Das kommt für uns nur in Frage, wenn die Anlage zum Schaukasten wird. Und das ist auch der Grund, warum momentan die Gewindestangen über den Hintergrund hinausstehen. So können später Holzlatten befestigt werden, auf denen ein sehr leichter Deckel gesetzt werden kann.
Nun zu der Frage, braucht man das? Braucht man so einen Profi-Hintergrund? Wir sagen dazu ein klares Ja. Alleine schon für die Tiefenwirkung. Und mal ehrlich, man gibt viel Geld für Rollmaterial, Häuserl, Bäume und anderen Schnickschnack aus. Was sind dann schon gut 100 € für so einen traumhaften Hintergrund? Bitte sagt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und wer auch sowas Geniales haben möchte, ab zu modellbanning.de mit 5% Rabattcode. Bitte liken, hypen und teilen. Wenn ihr keine spannenden Inhalte von uns mehr verpassen wollt, unbedingt kostenlos abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.